Liebe Vespa-Freunde, der Mai ist vollgespickt mit Veranstaltungen. Und jetzt sind wir in Niederpöhring beim Zementbahnrennen. Schaut es euch an. So, wir haben hier eine Überraschung. Wir haben hier den amtierenden Zementbahn-Weltmeister von 2022, den Klaus. Der hat vor 2 Jahren in Darmstadt sensationell gewonnen. Klaus, wie sieht's aus? Greifst du heuer wieder an? Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist natürlich hier was ganz Besonderes und für mich auch ganz wichtig, diesen Titel nochmal zu verteidigen. Was ich sagen kann, ist, der Sieg ist immer eine Gratwanderung. Nach dem ersten Lauf bin ich jetzt mal überrascht, wie die Bahn sich darstellt. Ich habe Sommerreifen drauf, es regnet jetzt. Ich gehe davon aus, dass der Regen gleich aufhört und ich dann die nächsten 3 Runden oder die nächsten 3 Läufe besser abschneide und gehe natürlich auf Sieg und nicht auf Platz. Klaus, dann sage ich good luck und viel Glück für die nächsten 3 Runden. Vielen Dank, vielen Dank. Schauen wir uns mal die einzelnen Fahrzeuge an, die bei dem Zementbahnrennen teilnehmen. Die Veranstaltung ist stark rohrlenkerlastig, viele Wideframe-Fahrzeuge von lackiert bis sehr schöne Originalzustände. Wir können uns mal die Reihe hier anschauen. Da haben wir zum Beispiel die ACMA von 1952. Die hat beim 200 Faribassi-Treffen sogar einen Preis gewonnen, wegen einem sehr guten Originalzustand. Auch so ist immer mehr beliebter, wird Rohrlenker im Originalzustand gar nicht mehr lackieren, sondern eher alt lassen, so wie sie sind. Dort haben wir noch ein seltenes Exemplar, eine Vespa U von 1953 im Originalzustand. Auch sehr selten auf Treffen zu sehen. Wie immer der Vespa Club München sehr stark vertreten mit seinen Rohrlenkermodellen. Sehr viel im sehr guten Originalzustand. Auch eine sehr gute GS noch erhalten. Ursprünglich eine ACMA, aber ein bisschen modifiziert mit Scheibenbremse und PX-Motor. Mit Schnellgasgriff. Alles ein bisschen auf Race getrimmt. Da sehen wir wahnsinnig viele Modelle, die auf Sejourney umgebaut worden sind. Mit einem größeren Tank für größere Reichweite. Da lassen sich die Teilnehmer oder die Besitzer mal was Besonderes einfallen, möglichst nah dem Original hinzukommen. Die Rohrlenkermodelle erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Je älter, umso besser. Hier haben wir noch 2 seltene Exemplare, beide Baujahr 47, fast im Originalzustand. Mit Originalmotorisierung. Der Trend geht immer dahin, schneller, mehr Kubik, aber teilweise die Leute auch wieder zurückrudern und sagen, lieber Original, wie sagt man so schön, Original kommt an. So, jetzt startet dann mein 3. Lauf. Ich hoffe, dass ich die Zeiten vom 1. und vom 2. genauso gut wieder treffe, damit ich recht vorne in der Wertung liege. Und jetzt ist es gleich soweit und wir legen los. Jetzt habe ich den Veranstalter vom ersten bayerischen Zementbahnrennen neben mir, den Raphael von Wer liebt, der schiebt. Raphael, wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu veranstalten? Inspiriert worden bin ich von der Hoffmann-Rennstaffel. In Darmstadt gab es schon mal so ein ähnliches nach der Veranstaltung habe ich mich sofort auf der Suche gemacht, wo ist so eine Bahn. Und ich habe dann keine gefunden. In Nürnberg wäre eine gewesen, die wird aber aktuell abgerissen. Und ja, dann war ich erst einmal enttäuscht. Habe das Ganze mal so ein bisschen pausiert, bis ich dann um Weihnachten rum zum Glühwein-Stammtisch der Vespa-Freunde Straubing gegangen bin. Und da hat mir der Gerald erzählt, ja, hier in Niederpöhring ist so eine Bahn. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil das ist eine halbe Stunde von meinem Wohnort. Und ich bin am nächsten Tag hierher gefahren und habe mir gedacht,
hier wird es ein erstes bayerisches Zementbahnrennen geben. Finde ich echt eine tolle Veranstaltung. Jetzt spielt das Wetter auch noch mit, die Sonne ist rausgekommen, ist echt mega klasse. Auch einen tollen Corso gefahren auf der Zementbahn, wo alle Fahrer auf der Rundstrecke waren. Irre, sowas hat es noch nie gegeben. Die Idee wäre ja eigentlich, man müsste so wirklich eine Meisterschaft auf der Zementbahn fahren und verschiedene Zementbahnen, wie so eine Tour, wie 4-Schanzentournee, nur 4 Zementbahnrennen irgendwie. Und das Finale dann in Italien oben am Dach. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich glaube, es kommt auf jeden Fall sehr gut an. Toi, toi, toi. Also das ist mir als Veranstalter natürlich am wichtigsten, dass das Ganze verletzungsfrei vonstatten geht. Es gab auch schon einen Platzverweis. Es wurde links überholt. Einer hat die Bande ein bisschen touchiert. Okay. Gestern waren die Fahrer so heiß, dass jeder sich, dass er sich die Kurve gelegt hat. Und, obwohl bis PX, glaube ich, alle zugelassen sind, genau, ist das Ganze schon sehr Rohrlenkerlastig geworden. Ja. Ich glaube, die Fangemeinde der Rohrlenker nimmt das gerne an, mal auf so einer Zementbahn einfach zu fahren. Ja, es ist ja, es passt. Also die ganzen alten Vespas, V98 haben wir auch heute am Start. Genau, ja. Also finde ich ganz klasse, Raphael, super Veranstaltung, klasse und hoffentlich machen wir das öfters. Ja, ich muss mal meine Frau fragen. Okay. Das Rennen neigt sich dem Ende. Wir hatten 4 anstrengende Läufe zu machen. Keiner hat sich verletzt, es ist alles glatt gegangen. Und ich würde sagen, Kanal abonnieren und die Glocke läuten. Danke.